Weißt du, wie passives Einkommen, persönliche Träume und die 5 Stufen des Unternehmertums zusammenhängen? Kann ich dir sagen. Und die 3 Tipps zum Aufbau deiner Reputation lege ich gleich noch mit drauf. Wenn ich mit Unternehmern ins Gespräch komme und sie nach ihren Wünschen frage, dann kommt irgendwann immer das Schlagwort passives Einkommen. Wofür brauchst du das, ist dann immer meine Standardfrage. Und glaubt es oder nicht, die meisten Unternehmer kommen hier schon ins Schwitzen. Ihr glaubt gar nicht, wie gute Unternehmer im Hamsterrad des Tagesgeschäfts rödeln und nicht mehr träumen. Also auch keine privaten Träume mehr haben. Ich greife deshalb unter anderem das Thema persönliche Träume für die heutigen Business-Tapas auf und gehe dann weiter zu den 5 Leveln des Unternehmertums. Aber fangen wir von vorne an. Also wir kennen uns nicht. Ich frage dich dann erstmal ein bisschen aus, um dich als Unternehmer und als Mensch kennenzulernen. Die erste Frage: Ermöglicht dir dein Unternehmen das Leben, das du dir immer gewünscht hast? 90% Antworten drauf: Nö, nicht wirklich. Das hätte ich mir eigentlich anders vorgestellt. Dann zweite Frage: Was hast du dir denn dann für dein Leben gewünscht? Und dann kommt immer so passives Einkommen, um frei zu sein, finanziell unabhängig zu sein. Ja, okay, aber was machst du dann mit dieser ganzen Freizeit? Und willst du den ganzen Tag rumsitzen, in den Himmel schauen? Oder wie würde dein Leben wirklich aussehen, wenn du finanziell unabhängig wärst? Schöne Frage, schwer zu beantworten. Dritte Frage: Ist dein Unternehmen profitabel und läuft es ohne dich? Spätestens hier ernte ich genervte Blicke über meine Fragen. Wo sollen diese Fragen denn hinführen? Willst du mir nur Coaching verkaufen? Naja, nicht unbedingt. Aber was klar ist: Wenn man erfolgreich sein will, muss man die Regeln kennen und man muss sie vor allen Dingen auch anwenden. Und man lernt die Regeln nun mal nur von denen, die erfolgreich sind oder die sie gut vermitteln können. Heißt also im Umkehrschluss: Wenn du erfolgreich sein willst, musst du lernen, musst du Fehler machen, musst du Verantwortung übernehmen, musst du korrigieren, musst du weiterlernen, wieder ausprobieren. Eins nach dem anderen. Fazit: Erste Regel für mehr Wohlstand: Träume. Hab was vor Augen, das du unbedingt haben willst, das dich antreibt. Ohne Träume, wahlweise auch Ziel genannt, weißt du nicht, wo du hin willst. Und das ist Stillstand. Und Stillstand gibt es in der Natur nicht. Entweder ein Baum wächst oder er stirbt. Zweite Regel für mehr Wohlstand: lebenslanges Lernen, Anwenden des Gelernten. Gehen wir jetzt mal weiter zu den Leveln des Unternehmertums. Die meisten fangen auf Level 0 an und das ist die Arbeit als Angestellter. Wie sagt man so schön, hier tauschst du deine Zeit gegen das Geld von deinem Chef. Je mehr du verdienst, desto höher ist dein Ansehen und desto mehr gibst du natürlich auch aus. Du hast einen Job. Weißt du, wie die Amerikaner auf das Wort Job gekommen sind? Job, J-O-B, steht für Just Over Broke, auf Deutsch kurz vor der Pleite, weil wenn dein Chef das Gehalt am Ende des Monats nicht auszahlen kann, dann bist du pleite. Denn das Gehalt ist deine einzige Einnahmequelle. Besser sind da die Selbstständigen dran und das ist dann das Level 1. Die nehmen ihr Schicksal selbst in die Hand und die kreieren sich einen Job. Also die machen Geld, arbeiten hart und verkaufen ihre Zeit an Kunden. Die wissen immer, ob in den nächsten Monaten Geld reinkommen wird. Und die sehen also auch immer ein paar Monate im Voraus weiter als ein Angestellter. Und die lernen extrem viel, weil müssen sie ja auch. Die machen auf der einen Seite ihre Facharbeit und auf der anderen Seite sind sie Buchhalter, Vertriebler, Marketingverantwortlicher, verhandeln Verträge, kümmern sich um Software, ihre IT. Das sind so kleine Generalisten. Und irgendwann stellen die dann ihre ersten Mitarbeiter ein und fangen an zu denken wie ein echter Unternehmensinhaber. In ihren Köpfen reift so langsam eine Vision. Und schon sind wir auf der Level 2 Manager-Ebene angekommen. Die Manager sind diejenigen, die das Geschäft kontrollieren und denen Profit wichtiger ist als Umsatz. Aber den Umsatz kriegst du ja nur, wenn du ein gutes Team hast. Und das muss gefunden und trainiert werden. Und du brauchst Systeme, die dann wiederum von deinem Team bedient werden und eben nicht von dir. Und du musst ganz, ganz viele Entscheidungen ganz schnell treffen. Also Ressourcen managen, Menschen führen. Als Level 1 Selbstständiger warst du nur für dich selbst verantwortlich und für dein Tun und deine Ergebnisse. Aber jetzt als Level 2 Manager bist du accountable, also verantwortlich für dein Team und für die Teamergebnisse. Das ist ein Riesenunterschied. Du jonglierst mit 1000 Bällen gleichzeitig. Und jetzt ahnst du auch, warum die Regel Nummer 2 für mehr Wohlstand das lebenslange Lernen ist.
Wenn du das hinkriegst und deine Firma immer besser läuft, dann bist du bei Level 3 angekommen, dem echten Eigentümer. Du hast jetzt keinen Job mehr, denn du lebst ja jetzt vom Profit deines Unternehmens und nicht von einem Gehalt. Und du ahnst, welche Voraussetzungen du dafür brauchst. Gute Systeme, damit die Mitarbeiter unabhängig von dir arbeiten können. Ein gutes Team, das wirklich im Team agiert und das du zusammengestellt hast. Und einen regelmäßigen Cashflow, der vorhersehbar und planbar ist. Um auf das Level 3 zu kommen, musst du loslassen können. Also du musst Vertrauen in dein Team entwickeln. Du bist jetzt keine Hands-on-Person mehr. Du hast nur noch strategische Aufgaben. Du bekommst kein Gehalt und du machst auch kein Geld, sondern du lebst vom Profit deines Unternehmens. Und deine neue Hauptaufgabe ist Leben, weiterlernen, Kapital bilden für andere Investments. Jetzt schließt sich der Kreis auch zu meinen Fragen vom Anfang. Denn wenn du keine Träume hast, macht es auch keinen Sinn, auf Level 3 zu kommen. Weil hier hast du wirklich Zeit für dich und spätestens hier musst du wissen, was dir im Leben wichtig ist und womit du dich am liebsten beschäftigen willst. Also viele meiner Kunden kommen dank des Action Coach Systems von Level 2 auf Level 3 und sind dann glücklich damit. Ja? Der Laden läuft, Profit habe ich. Man muss nicht jeden Tag mehr morgens als Erster in der Firma sein und der Ruhestand ist finanziell abgesichert. Hobbys kommen wieder ins Spiel und Zeit für die Familie hat man auch. Das ist übrigens der Grund, warum sich Level 2 Unternehmer irgendwann doch entscheiden, in echtes Business Coaching zu investieren. Und ja, das ist jetzt der Werbeblock für mich. Der Ordnung halber will ich mich noch mit Level 4, dem Investor, und Level 5, dem Entrepreneur, beschäftigen und kurz erwähnen. Also diese Levels erreichen allerdings die wenigsten. Level 4 Investor, der arbeitet so nach dem Motto Let's Grow. Also lass das Geld arbeiten und wachsen. Und ein Investor, der denkt meistens nur in Return on Invest, deren Fokus ist kaufen, restrukturieren, verkaufen. Und dann kommt der Level 5 Entrepreneur, der ist dann einen Schritt weiter. Der dealt nicht mit seinem eigenen Geld, sondern mit dem Geld anderer Leute. Und das sind dann auch Menschen mit einer starken Vision. So ein Entrepreneur braucht eine starke Vision. Und das bringt mich dann abschließend noch zu Regel Nummer 3 für mehr Wohlstand. Reputation. Haha. Ohne hohe Reputation, ohne hohes Ansehen und ohne gute Beziehungen zu wichtigen Personenkreisen kommt man nicht zu dauerhaftem Wohlstand. So, kurze Zwischenfrage. Wisst ihr, wie man Reputation am schnellsten aufbaut? Seminare und Vorträge halten. Also das zwingt man sich am meisten übrigens automatisch auch zum Lernen. Das ist eine der anderen Regeln. Buch schreiben. Denn wer ein Buch schreiben kann, der muss ja auch ein Experte auf seinem Gebiet sein. Und drittens, ein Team aufbauen, um das man wirklich beneidet wird. Macht Sinn, weil ich würde ja mein Geld auch am liebsten dort investieren, wo das Team einen super Eindruck macht und nicht nur der einzelne Inhaber. Also, kurz zusammengefasst. Wenn du selbstständig bist, dann hast du den ersten Schritt zu mehr Wohlstand geschafft und Mut bewiesen. Perfekt. Wenn du nach und nach ein richtiges Team aufbaust, die richtigen Systeme etablierst und Cashflow erzeugst, läuft dein Unternehmen bald auch ohne dich und du kannst vom passiven Einkommen leben. Und drittens, deine freie Zeit kannst du dann für die Realisierung deiner Träume nutzen oder einfach nur einem Hobby nachgehen oder das Leben genießen, das du dir immer gewünscht hast. Erinnerst du dich noch an meine erste Frage? Bin gespannt, wie du die jetzt beantworten würdest.